Hallo zusammen, willkommen zurück in Amalur. Hier ist wieder euer Fireball-Ruffy und wir sind immer noch in der wunderschönen Wüste, obwohl wir jetzt eher eine Art Grand Canyon bzw. so ein Schluchtengebiet gefunden sind. In der letzten Folge hatten wir die letzten Quests in Apotheker abgeschlossen, abgegeben, sowie die letzten Quests in Adessa, die wir hatten, was uns dazu führte, dass wir ein weiteres Haus jetzt unser eigen nennen können. Und ja, und da habe ich jetzt gedacht, als nächstes machen wir uns ein Minitier ran. Und da haben wir schon den ersten Teil erledigt, entdeckt, haben auch sogar schon 3 Wissenssteine gefunden, einer war hier oben. Super gut. Und dann haben wir den Typen hier oben gefunden, der uns eine Quest gegeben hat, weil er sehr krank ist und hier am Rumhampeln ist. Daher werden wir diese Quest jetzt in Angriff nehmen. Da müssen wir ja ein paar Sachen finden. Spinnensekret, irgendwas im Kochtopf bei Jo tun. Und ja, das machen wir einfach. Und währenddessen erforschen wir den Rest des Gebietes und schauen mal, was hier noch so ist. 2 Eingänge haben wir ja im Grunde schon gefunden. Ja, das ist ganz gut. So, hüpfen wir einfach mal hier runter. Die gute alte Abkürzung funktioniert immer. Aber genau, eins war es noch, was ich noch zeigen wollte. Das habe ich noch schnell gemacht. Rüstung. Das war bei den Füßen. Habe ich mir andere Füße angezogen, weil hat ein bisschen mehr Rüstung jetzt. Und außerdem hat es halt 3 Slots gehabt, deswegen konnte ich die Rüstung auch anpassen und gleichzeitig 20% mehr Leben und noch mehr Lebensregeneration reinpacken. Deswegen bin ich jetzt bei knapp 960 live, 893 Rüstung, also damit sollten wir jetzt gut zurechtkommen. So, hier waren ja die toten Kobolde. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal hier nach links runter. Den Wissensstand hatten wir uns ja schon geholt. Schon mal ganz gut. Dann gehen wir mal dahin, wo wir schon mal waren. Hier liegt eine Leiche. Und die Kopfstelle. Meine Lieblingsfreunde. Obwohl die Ratten haben sie, glaube ich, mittlerweile abgelöst. Na komm. Ein wird drauf. Naja. Einer dauern. Gut. Aber war ja klar, wenn hier irgendwo so eine Leiche liegt, dass da irgendwo was aus dem Geäst gekrabbelt kommt. Gut. Dann haben wir in die Pflanzen noch rein. Doch, da war noch eine. Aber der Wissensstein ist hier nicht. Weil hier war ich ja im Grunde schon. Aber da ist ja eins von den Zutaten, die wir für die Quest brauchen. Darum gehen wir hier runter. Werden wahrscheinlich auch Spinnen sein, die hier rumlaufen, oder? Ja. Und da kann ich mich eh nicht anschleichen. Mann! Ja. Hat sich's Spinnet. Spinnensacksekret. Zack. Genau das, was der junge Mann haben möchte. Krieg ich da.
Gut, wie gesagt, den einen hatten wir schon davon gefunden. So, dann gehen wir mal weiter hoch in dem Gebiet. Deswegen, wir gehen einfach direkt rein, da ist auch ein Quest-Ding. Das trifft sich ja ganz gut. Sei denn, es ist oben, aber nee, es ist hier unten. Die Blume, sehr gut. Dann gehen wir einmal... Ja, Kobolde. So, ich wollte eigentlich nur einmal kurz den anderen Weg runtergehen. Genau, mal gucken, ob da noch irgendwas zu holen ist. Genau, da hatten wir ja den einen Wissensstein schon geholt. Genau. Alles klar. Das sind die beiden. Oh. Ja, dann gehen wir mal da oben hin. Da ist noch eine Quest, reden wir doch mal mit dem. Oder die. Kann ich ja von hier nicht sagen, ich sehe hier nur das Ausrufezeichen. Oh, da sind Gnome. Mal sehen. Reden mit Wache. Greetings! Orsinian Page. What, you surely ask, is such a well-heeled Praetorian doing here among the dust and brambles? Removing the tarnish for my name and solving the Jotun problem. Was ist das für ein Jotun-Problem? The old Ragnar has died and his successor is stirring the embers of war. But he's too clever to openly provoke the Warsworn, so he's attacking gnomes instead. That will not stand. I have a plan to settle this, but it requires someone of both delicacy and grit. Feingefühl und Mut, ich soll Ragnar töten, oder? Priest, apothecary, and spiritual guide to Jotun kind. The old Ragnar ruled all the Jotun in these heights and the mountains beyond. If this upstart stirs all of them to war, things could go badly for everyone. Okay, die Beschreibung trifft auf mich zu. Yes, I think you do. First, we must find some new and better enemies for the Jotun. Go into Tirskotter Mine, southeast of here, and steal the clan totem from the kobolds that dwell there. Then return to me. Alles klar. Da müssen wir also in die Tränensplintmine. Tirskotter Mine cuts into the hills of southeastern Menethir. I don't know where in the mine the clan totem is kept, but it is there. Alles klar, das machen wir dann später. To reclaim it, the kobolds will fight to the death, and as for the Jotun, well, one thing at a time. There's a good deal to be said about them. None of it nice. You hear tales now and then of Jotun guards and Jotun soldiers. I'll believe that when I see it. Brutes! Tirskotter Mine is full of the little filchers. If you ask me, they're worse than the Jotun. Their keep is hard to miss. It sits on Menethir like an Etin on a pile of bones. Also die Fesselvisina gehört wohl dann zu den Kriegsgeweihten. Sehr gut. Grand to behold, but lousy with Jotun and spiders and gods know what else. Makes me think the Warsworn put their blasted keep here out of sheer bloody spite. Overlooked. Ignored. Once I've settled this Jotun problem, my Praetorian friends will be humming a different tune. Alles klar. I am, you see, ranked Decanus. That is above auxiliary, where I serve my time.
and beneath Centurion, which is where I belong. Alles klar. It seems the old Ragnar had some wisdom in that slab of a skull. Kept a shrewd balance between infighting and angering his neighbors. But now he's dead, and the new Ragnar fancies the warpath. But that won't be good for anyone. We'll never know if the mine collapsed because of the kobolds, or if the kobolds got in because of the collapse. Either way, it's theirs now. Alles klar. Also für die Quest müssen wir unten in die Mine. Wir sollen von den Kobolden ein Totem klauen. Weil irgendein gewisser Ragnar hat wohl die Jotuns hier beeinflusst und bringt die dazu, andauernd Gnome zu töten. Na gut, wenn das so ist, ist das so. Und dann werden wir demnächst mal in die Mine reingehen. Aber wir schauen noch mal einmal kurz hier um die Ecke. Ja, oh, irgendwas hat mich gesehen. Kobold. Also diese Bombenwerfer-Kobolde sind halt echt krass, ey. Die haben echt so viele Bomben immer dabei. Mal kurz hier rein. Da war ein Spinnweben. Hier hängt aber kein Loot, da müssen wir da nicht durch. Ein Krodak. Oh. Kann ja mal ein neues Schild mal testen. Ja. Jetzt muss ich nicht mehr komplett ausweichen. Jetzt macht mein Schild stark genug. Naja. Also im Nahkampf von ihm treffen tut immer noch höllisch weh. Aber ich bin schon wieder am Healen. Ja. Genau, hier würde ja geht's dann wieder zurück nach dem Brachland. Perfekt. Aber den Weg nach Alzerund, den hatten wir noch nicht gegangen. Obwohl, ach, der ist ja da. Okay. Hier geht's hoch. Wir gehen mal kurz hoch. Gut. Hier kommen wir auch oben zu den Jotuns. Aber ich habe mir überlegt, wir gehen erstmal hier unten lang. Weil... Wir müssen dann eh zurück die Quest abgeben. Und das trifft sie dann ganz gut, wenn ich dann einfach die letzte Item dann gleich mit sammle und dann direkt auf den Weg mache. So. Dann gehen wir dann einmal hier gucken. Versteckt. Hier ist der Weg. Den gehen wir dann einfach mal einmal kurz. Na? Ja, der geht dann hier. Hier ist ja der Kreis.
das? Ja. Das war nicht gut. Kommt denn da? Oh, ich krieg Unterstützung. Mist. Also. Ich dachte, die gute Unterstützung. Nein. Den Zauberer. Habe mich ein bisschen überrascht, deswegen mal lieber schnell ausschalten. Alles klar, sonst kommt hier nichts mehr. Die sind ganz schön flink, diese blöden Zauberer. Ich wollte doch nur gucken, dass ich den Weg hier erkunde, ob da vielleicht ein Wissenstein oder sowas noch ist. Nein. So, haben wir das auch? Ah, sehr schön. Welches Level bin ich denn mittlerweile? 27. Okay. Oh. Okay, der Wissenstein, der ist nicht zu übersehen. Mal schauen mal, ob du was ist. Ja. Hier ist auch direkt ein Eingang. Hurwas Türschwelle. Okay. Dann nehmen wir doch erstmal hier den Wissenstein. Finally, the carver rested. He grew a mountain crowned with clouds by the river and leaned against its side to sleep. Ages passed, and the sand settled into his world, and all the land was still. So, kein Loot von den Gnomen. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Das ist aber hier far open. Naja. Gut. Da scheint die Kriegsgewaltfestung zu sein. Holy. Die ist aber mal klein.
Weißt du? Ich hätte mein Schild eigentlich oben, aber naja, egal. Cover down. Okay. Ich wollte sagen, auf der Karte wird nichts angezeigt, aber hier ist noch ein Gang. Das ist mir nicht geheuer. Ja, da kommt Spinne. Oh, Flints Jagdhandschuhe. Ach, scheiß Spinnweb. Komm mal, hier haben alle 4 erwischt. Endlich mal. Einer down. Wir sind direkt neue gespawnt. Ja gut. So mache ich mega viel Schaden, weil Battlefriend ist abgelaufen. Weil, ja. Weiß auch irgendwie die komische Mechanik, dass wenn man halt das Maximum erreicht hat, dann wird das nicht mehr erneuert. Aber okay. Weiß ich jedenfalls, wenn ich Spinnen suche, muss ich hier hin. Heuli. Tschüss. So. Also von Wissensteinen müssten wir, glaube ich, bei 4 von 5 stehen. Müsste... Da, meditieren. Oh, 6% Rüstung, das ist sogar nicht schlecht. Also sehr nützlich. So, haben wir hier oben. Ja, dann können wir nur hier runter einmal kurz gehen. Da ist noch, da waren wir noch nicht. Ich sollte mal hier auch, habe ich die Schnellreise. Ah ja, Eisenhakfeste. The heights of Menethir are thick with Jotun. Ich glaube, das ist die Hauptfeste von den Kriegsgeweihten. Ich meine, hier ist die Eisenhakfeste. Hier ist die Helmgard-Feste, wo wir als nächstes ja hin sollen. Von der Eisengard-Quest. Und hier ist, von der Kriegsgeweihten-Quest. Und hier ist ja die Schildring-Feste. In jedem der 3 Ländereien ist eine von diesen Festungen. Okay. Das 7, nehmen wir mit. Einmal ins Wasser. Okay. Gucken wir mal, ob da hinten was ist. Da geht es auch nicht weiter. Gut. Da ist noch ein Pflänzchen. Hier die gleiche, da kommen bleibt schon wieder Spinnen. Ja, hätte ich doch vielleicht doch anders gehen sollen, aber jetzt ist eh egal. So, sind wir jetzt hier durch.
bleibt nur noch der obere Gang. Dann gehen wir jetzt doch da lang. Ist ja auch egal. Nicht ein bisschen Umweg gelaufen. Oh, da ist schon wieder einer von den Jotunkriegern, so wie ich das sehe. Ah, hab ich gesehen, schade. Wieso mache ich keinen Schaden? Ist meine Waffe kaputt? Nö. So, nun kommen wir darauf, dass ich das mal eben schnell vorspule, weil dieser Boss irgendwie oder dieser Gegner irgendwie verbuggt war. Und da ihr seht, ich habe mehreres probiert. Ich habe sogar mein komplettes Schicksal hier aufgebaut, um ihn auf einzukrügeln. Und es hat nicht funktioniert. Und darum habe ich das mal kurz ein bisschen beschleunigt und seht euch das mal kurz an. Ja, das hat irgendwie 10 Minuten gedauert. Und ja, wie ihr seht, der macht irgendwie keinen Schaden. Der ist irgendwie verbuggt gewesen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es gleich weiter. Nur mal kleine Info. Also was, ich laufe jetzt mal hier rüber. Wenn die Jotes hier rüber auch so sind, dann werde ich mal einmal... Also, das kann ja nicht sein. Und der kriegt nochmal Schaden. Kriegt man die Gegner auch mal tot? Boah, der Gegner macht keinen Sinn. Habe ich aber keine Lust, da nochmal eine Stunde drauf reinzuprügeln. Ey, komm! Also der Rundweg ist definitiv verbuggt, keine Ahnung. Das macht keinen Sinn, dass der überhaupt keinen Schaden kriegt. Tut mir leid, das macht null Sinn. Ich versuche jetzt mal was. Keine Ahnung. Ach scheiße, ich hätte den Dolch nicht ausgewählt. Ah. Das hätte ich gemacht. Da kann mir ja kein Mensch erzählen, dass du einen Gegner hast, der einfach keinen Schaden kriegt. Oh, hier.
Das geht auch nicht. Keine Ahnung. Der Gegner ist komplett Magie. Das ist doof. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier ein Runenwirker langläuft, der einfach keinen Schaden kriegt? So, nehmen wir mal das Quest-Item. Da ist auch ein Ruhen. Guck mal, der kriegt schon. Ja, ist ja gut. Kann ich ja verstehen. Kann ich überall mit umgehen. Aber was ich nicht kann, ist ein Gegner, der irgendwo unsterblich ist. Ohne Grund. Bin ausgewichen, wollte ich nur mal sagen. Da seht ihr ja, wie viel Schaden ich machen muss, um über zu töten. Und wenn ich nur 6 bis 10 Schaden mache, dann soll ich dann auf Rank kloppen. Das macht ja null Sinn. So. Wissenstein. It is from this tale that you mortals create myths. There were many battles, many losses, many victories. The tempest spared no one. Your ancestors hid as the ground trembled under the gathered armies of Lord Olm. They whispered tales of the radiant Issa, striking the winter Fae like lightning, tearing the looming clouds. It was everything you know of war. Aber das war nicht der Militärstein. Das war ein anderer. Ich bin gespannt, wo der letzte ist. Da ist ja nicht mehr viel übrig. Aber wie gesagt, der eine geht mir ziemlich auf den Keks. Ich hoffe, dass... Ach, da ist noch ein Wissenstein. Da ist das der letzte. Okay, der nimmt normal Schaden. Ich glaube nämlich, dass der andere das wieder der unbesiegbare ist. Ah ja.
Bei dem brauchen wir nicht kämpfen. Da kämpfe ich ja stundenlang. Och Mann! Ich habe ja kein Problem mit euch zu kämpfen, aber der eine, der stört halt einfach. Ah, er geht weg. Ja, ich will da vorbeirollen, aber mit dem scheiß dicken Bauch kommt man nicht vorbei. Dem kriegt jetzt weniger Schaden, weil er nicht in seiner Position ist. Ach komm. Wie weit willst du noch laufen? Guck mal, der andere kommt auf. Warum? So, ich renne jetzt einfach weg, bis er sich resetten will und dann hoffe ich, dass der einfach mal weit genug wegläuft. Keine Ahnung. Wir werden dann gleich mal... Der letzte Wissenstein. That day, the carver woke to find his touch run dry, the wellspring of his power dead as dust at the source. He heard then the first whisper, the first mention, mortals. Also der Typ. So. Wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal in die Feste rein und dann schauen wir mal. Quest abgeben können wir danach jetzt auch noch. Das habe ich jetzt ein bisschen... Keine Ahnung, wieso. Also wenn du einen Gegner hast, den du nicht töten kannst, ist irgendwie komisch. Deswegen normalerweise, wenn du so einen Schaden machst, ist normalerweise ja ein Gegner, der nicht auf seiner Position ist, beziehungsweise gerade am Resetten ist. Aber das hat er ja nicht, der hat ja mit mir gekämpft und hat keinen Schaden gekriegt. Und wie gesagt, es gibt einfach keinen Sinn. Warum? Mann, Mann, Mann. So, wir haben da einen Eingang, da einen Eingang. Und zwei Quests mäßig. Einmal müssen wir hier rein. Ich glaube, eine Boot, genau. Wir gehen jetzt einfach mal die Feste. Schauen wir mal, was hier ist. Und dann, wenn wir rausgehen, schauen wir mal, ob der Jotun endlich tötbar ist. So. Also mal ein kleiner Laden hier. Dann reden wir doch erstmal mit. Oder Kelfred. This is Ironfast, Warsworn. Here, you will find dust on our helms and scores on our blades. We believe in action above finery and show. If you seek work, supplies, or shelter, they are yours. You need not be Warsworn to take contracts.
The board is in the south wing. Ask Adrith about it if you like. Mach ich. It is a hard, harsh country, well suited to the life of the Warsworn. This is the Detir bastion of the Warsworn, and I am its castellan. The Warsworn have been many things. The tale is told on the walls and the tomes in this very keep. What we have always been are bold, unflinching fighters. We have a blacksmith and quartermaster. Both are in the south wing, that way. Alles klar. Würde ich sagen, wir gehen erstmal nach links oben. Da gibt's weniger wahrscheinlich. Ich glaube jede Menge We're Waffen fighters here, zerstören. Brauche ich not jetzt aber toy nicht. soldiers. Gibt's hier welche mit Eigennamen? Nicht sehr We viele. see few enough strangers alive. Ich weiß. Wow. Das kann ich nicht aufschließen. Die Truhe komme ich nicht ran. Ah, Raffinesse, nice. Und für Raffinesse-Spiele auf jeden Fall. Geht nicht als Diebstahl, dann nehmen wir das doch mit. Ah, a visitor. What have you got for old Fargil the healer today? A nice spider bite? A punctured lung, perhaps? Also ein It's Heiler hier. wonderful here. They come to me with the most remarkable ailments. I trained under the luminaries of Odessa, but I have always found fascination in a live specimen of the medical arts. Have you ever been? It's some leagues to the east. A marvelous city. One of, well, mental giants, if you will. You couldn't find a better corner of Amalur to practice the art. More poisonous and dangerous things out there than you could imagine. Though I will admit, Lorcan may have us beat for disease. Gefährliche Krankheit, ja. Und ein unbesiegbarer Jotun. How I would love to visit. The diseases they have there. Perhaps one day it will be safe enough to go. Beautiful creatures. They're nature's alchemists. Make poisons, silk, miasmas, you name it. So long. So, das ist der Heiler. Und hier haben wir noch einen Schicksalsweber. They rush about as if their destinies did not stretch out before them, clear and immutable. Poor fools. I have come here, for it is here I was to come. How could I do otherwise? I see fate's ends too clearly to resist. Some are trained in weaving fate. It is a knack that revealed itself to me at an early age. My parents were delighted at first, then horrified, as I had foreseen. It is said my attunement to fate is especially keen. I can see the paths of everyone I cross, stretching before them, but not yours. Ja, das konnten wenige. So. Mal hier ein paar Leute, die pennen. Bücherregal. Ist da ein Schrein? Also das Bett, was ich nutzen kann. Ja. Gut. Ne, ist auf der Seite nicht zu holen. Okay. With Ja, auf die andere Seite.
Gehen wir mal zum spaßigen Teil. Pledge shield? Ah, hier, das ist glaube ich einer, der wir die Nachricht überbringen müssen. Hello, Pledge Shield. Welcome to Ironfast. I'm new to the Warsworn, but they say I have Lyanna's spirit. She was the first Impester. A champion of sorts, I think. This may be the hardest post outside of Melsenshire. I can't remember the last time we glimpsed the outside world. Might as well be in prison. It's a far-off concern to us in Ironfast. The Tuatha must be stopped. The only question is how much is needed to stop them. I'll fight if it comes to that. Klingt ja sehr nett. Jetzt sagen wir, dass ihr Mann oder Bruder tot ist. No! What? You bastard! That rotten, useless idiot! How could he do this to me? He said he'd come back! Please, you must be mistaken. Please, tell me it's someone else. That fool. Go away, please. Oh, die nimmt nicht so hart. Wollen wir nach ihm reden? Don't you ask about him! How dare you, you insensitive coward! Leave me be! Oh. Die hat's nicht so gut aufgenommen, die Arme. Ja, die ist erstmal in Trauer. Polished armor means you haven't used it yet. Aber dass sie mich gleich so hart anmachen muss. Gut. Dust. Da ist das Questboard, was in jeder der Festen im Grunde ist. Reden wir erstmal mit ihr. Now who's this? I've grown so used to the same few drifters coming in for supplies and the contract board. A fresh face is a welcome thing. It's right beside me. The work's open to any and all. When a contract's done, they come to me for their pay. Achso, sie ist einfach die an... When there are open jobs, and there's good proof they've been done, then yes I do. Alles klar. Sie ist also da, wo man sie abgibt. I'm the curate of this keep. If you've a contract to turn in, bring it to me. Anything you need's found in the smithy. You've got Heki for most things and Gavroche for blacksmithing. We're proud to stand where we do, here among the wilds. First keep and last bastion, the Castellan likes to say. I'll be honest, he's not much of a blacksmith, but he's all we've got at the moment. Poor little lad. The quartermaster to our keep, she stocks all we need to get by out here. That's Oda. She's a good sort, though not a woman of words. That's Oda. She's a good sort. Other keeps get their work here and there, high and low. As for us, ever since Odessa was built, we've had one solemn task. Watch the Jotun. Hold them back, hold them south and west of Gnomish lands. Sworn to war. Alles klar, dann nehmen wir mal die Quest hier über Bord an. Vermisste Person, als rund. Der Apotheker Eldrick Orhel. Oh, ich glaub, den habe ich schon gefunden. Gucken wir mal. Ja. Ja, ich habe den Wanderscheit gefunden. Ja, den habe ich in Alserund ja schon gefunden. Das hat er mich schon gewundert. Oh, ich muss ein Paket nach Odessa bringen. Dann muss ich nochmal nach Odessa. Okay. Ausdünnen und erspinnen. Ah, soll Spinnen töten. Alles klar, 8 Spinnen töten und irgendwas liefern. Aber eine Quest können wir direkt abgeben, weil wir den Stab schon haben. Me, I'm rarely outside. Always things to be done about the keep. Liefere nach Odessa, die kriege ich jetzt von ihr. Oh, you want that contract, do you? Now you guard these ghastly things closely. Mind you, they're not suited for combat. They're for surgery and unnaturally sharp. Ja, ich habe Eldrick gefunden. Tot. Dead? Why, that's a shame. I'd say I'm sure he'll be missed. But he's from Whitestone, so you never know. And that's his walking staff there. I'll take that. Job well done. Dann noch wegen dem Spinnenauftrag. Oh yes, well you'll need to collect the required number of spider stingers from spiders in Menethir. You won't have much trouble finding them, they're all over, which frankly is exactly the problem. Alles klar. So long.
Also einmal nach Odessa, einmal Spinnen töten. So. Hier war ein Alchemietisch. Ein Gem-Tisch. Good day, Warsworn. Would a sagecrafter's services be of interest? Ah, er kann Gem entfernen. A great city, if ever there was one. A monument to science and industry. Warsworn let me stop here in my wanderings in exchange for my service. Good folk, if a bit rough-hewn, and no place feels safer. I've been here enough to see he's not long for Ironfast. The Warsworn are too kind to say so, even to strangers, but a keep needs a proper blacksmith. So much art and science to the fitting of a gem. Harmonies, geometries, fine acts of dexterity. Alles klar. Odessa raised, Basilica Nostra trained, and worldly wise, fully versed in the ways of gems and sockets. Come again! Finest sage crafting in the way. I've got my certificate here with my things. I might have stayed and taught, but my spirit's more the wandering sort. Alles klar. Jetzt haben wir alles geredet. The Warsworn are more than just warriors, you know. They have a history full of heroes and great deeds. But I'm sure you've heard the old tales of the First Sworn. Everyone has. If this place looks like a bit of a scholar's archive, it's because it is. Ironfast has changed little since Cerwyn herself had it built. Cerwyn was Aegon's daughter, and the only person who surpassed him in armed combat. She died by treachery. So we swear upon her blood, which should never have been spilt. Our founders were no mercenaries. They were great heroes who slayed Niskaru and battled evil mages. Aemon, Aegon, Cerwyn, all the first sworn champions right until the Second Oath. Aemon taught his son Aegon the secrets of fighting Niskaru and of crafting war-sworn arms and armor. There was some kind of magic in it, though magic was unknown to humans then. Up in Helmgard Keep, they'll tell you we're just fighters in fine armor. But it's not true. We bear the legacy of the First Sworn. We still swear our oaths in their names. I have a sister in the Scholia Arcana. You could say that her love of old and wondrous things took a different turn than mine. Cerwyn had been dead nearly 70 years, and the last Niskaru had gone from the Western Feylands. It was a time of crisis for the Order. Find a purpose, or fade away. Then Baligar stood forth and pledged us to honorable work. He made us what we are today. Mercenaries. Some call him the last hero. Others, the first sellsword. Say what you like. He saved our Order from the brink of irrelevance. Baligar had a clear vision of our future. Honorable work fighting for hire. Bladorian, so it would not be forgotten. First runaire or chronicler of the Warsworn, he wrote histories and tales of the First Sworn. Though it is said he left some things untold. Secrets kept for the Warsworn only. Alles klar. So, hätte auch nicht was zu erzählen gehabt. So, hier ist noch eine Truhe. The heights of Menace here are thick with Jotun. Dann reden wir noch, da ist noch eine Quest. Das ist, glaube ich, der einzige, mit dem wir noch reden können. Das alles sind nur normale Jungs. Aber ein Händler ist auch noch da. Mit dem reden wir mal. My poor old master had but one dying wish, that his prize blade, the one on the wall, be mended. Some days I dream that I'll do it myself. Then I remember, I'm a poor untrained apprentice who can barely forge a soup spoon. Alter Master Meister? Braskin, yes. I'd endure every drunken lashing anew if it meant I could learn blacksmithing right and proper. Dinwell's his name. Word has it he grew bitter of all mortal kind at the start of the war. But I wouldn't know. I've never talked to him. Been good to me since the day they found me, tucked in among stolen sacks of grain.
Master Braskin took me in, being an orphan and found by the Warsworn and all. He let me live here, began to train me in the craft. Well, don't expect anything remarkable, or even decent. Show me what's broken, and I'll see what I can do. Which isn't much. Alles klar. Was ist das für eine Why, Klinge? that's Haldabeer's blade. It's famous, from the Fey Wars. My old master always said he'd fix it right again. Might have, if he'd lived. Now it just hangs on the wall, taunting me, reminding me of all I'm not. In battle, oh, it's a wondrous tale of how Haldabeer slew his foe. I'd tell, but I don't think I could do it justice. Kann ich helfen? Repair the sword? Not likely. There's one man living who can, and he'd rather eat nettles and stare at the sky than raise hammer to anvil. You can find the Hermit Smith yourself, up in the Minotaur Heights. But don't expect much. Ich glaube, ich bin diesem irgendwie begegnet. Really? You have? Don't think you could talk him into mending that blade on the wall, do you? Ich rede mit dem. If he would mend that blade, I'd be delirious. Were he to stay here and finish my training, but I don't dare to dream so much at once. Gut, halte mir die A Klinge. hero's sword. Like its owner, it fought and died in glory on the battlefield. Just as I'll die miserably behind this forge. Alles klar. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es ist der Spiel. Das ist auch der von Tom, der immer von was lernt und der es nicht macht. Ja, bin mal gespannt. Dann müssen wir den wahrscheinlich dann überreden, dass er was macht. Gut. Und dann würde ich sagen, an der Stelle werde ich die Folge jetzt mal beenden. Folglich auch aus dem Grund, weil irgendwie hat sich die Folge ein bisschen anders entwickelt als gehofft. Hat ja irgendwie mit zu tun gehabt mit dem unsterblichen Joto, dem wir hier mit dem Militär begegnet sind. Der mich irgendwie ein bisschen aufgehalten hat. Naja, ich werde das wahrscheinlich nachher ein bisschen beschleunigen, dass ihr euch nicht die ganzen 10 Minuten oder 15 Minuten, die ich auf den Typ eingeprügelt habe, weil, wie gesagt, er hat immer nur Minimalschaden gemacht. Und wie gesagt, wenn der halt 10.000 Schaden live hat oder so, oder 1.500, und ich immer nur 10 Schaden mache pro Schlag, könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel Schläge ich dafür brauche, bis ich ihn tot kriege. Naja, ist ja auch egal. Wie gesagt, wir haben jetzt in dieser Folge wenigstens Militär komplett erforscht, alle Wissenssteine gefunden, alle Eingänge gefunden, Quests angenommen, die hier so sind. Und das werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Vielleicht noch hier reingehen. Und ja, und dann schauen wir, was so passiert. Auf jeden Fall hoffen wir, dass dann der Jotun wieder vernünftig funktioniert und dass man ihn auch töten kann. Nicht, dass ich wieder so einen unsterblichen oder einen untötbaren Gegner hinter mir habe, weil hat ja keinen Sinn, wenn ich da eine halbe Stunde brauche, um einen Gegner zu töten. Okay, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag noch und alles Gute. Ciao, tschüss, euer Fireball-Ruffy.